Stell dir ein typisches Laborpraktikum vor. Was machen deine Studierenden normalerweise? Sie führen ein Experiment durch, beobachten vielleicht, was passiert und fertigen im Anschluss ein Protokoll an. Doch ein Laborpraktikum kann noch so viel mehr sein. Denn das ist nur ein Teil, den deine Studierenden am Ende des Studiums können sollten. Aber warum schaffen es Praktika nur sehr selten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir einmal einen Perspektivwechsel vornehmen. Was machst du denn als Wissenschaftlerin, um ein Paper zu schreiben? Du startest sicher damit, eine Forschungsfrage zu formulieren, um zu definieren, was du eigentlich untersuchen möchtest. Anschließend führst du eine Literaturrecherche zu dem Thema durch. Was gibt es schon zu diesem Thema? Was haben denn andere schon dazu gemacht? Auf dieser Grundlage formulierst du das Kernstück deiner wissenschaftlichen Arbeit, die Hypothese. Sobald deine Hypothese steht, geht es an die Operationalisierung. Um die Richtigkeit deiner Annahme zu überprüfen, wählst du geeignete Methoden aus bzw. planst dein Experiment. Du legst die Variablen und die Bedingungen fest, unter denen du deinen Versuch durchführen möchtest. Und erst dann geht es ans Experimentieren. Der Versuch wird durchgeführt, du beobachtest, was passiert und dokumentierst die Ergebnisse bzw. die Daten. Diese Daten werden ausgewertet und interpretiert. Dabei werden manche Hypothesen belegt, manche verworfen und teilweise entstehen aus den Daten neue Hypothesen. Zuletzt werden die Ergebnisse schließlich in Form eines Papers veröffentlicht. So oder so ähnlich sieht wahrscheinlich auch dein Prozess aus. Zusammen bilden die einzelnen Phasen den sogenannten Forschungszyklus. Jede dieser Phasen hat eigene Anforderungen und benötigt unterschiedlichste Kompetenzen. Häufig setzen wir diese Kompetenzen als selbstverständlich voraus, aber auch sie können und sollten von deinen Studierenden geübt werden. Ein Laborpraktikum fokussiert oft nur einen Ausschnitt des Zyklus. Aufgrund des forschungsnahen Aufbaus bietet es aber ein enormes Potenzial, den gesamten Zyklus abzudecken. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass nicht in jedem Experiment der gesamte Forschungszyklus durchgegangen werden muss. Es können und sollen auch einzelne Phasen isoliert geübt werden. Denn gerade zu Beginn des Studiums haben deine Studierenden meist wenig Übung in diesen Tätigkeiten und können schnell überfordert damit sein, wenn sie einen Versuch nicht nur durchführen, sondern auch planen müssen. Im höheren Bachelor- und Masterstudium können sie eigenverantwortlicher agieren und du kannst ihnen mehr zutrauen. Doch wie könnte das Ganze konkret in einem Laborpraktikum aussehen? Lass uns dafür nochmal bei der Vorbereitung anfangen. Betrachten wir hierfür, welche Kompetenzen bei diesen Phasen benötigt werden. Kreativ denken, Paper raussuchen, geeignete Variablen erkennen und einschätzen, planen, Methoden und Geräte verstehen. All diese Kompetenzen sollen im Laufe des Studiums geübt werden. Wie kannst du diese Kompetenzen aber in dein Laborpraktikum einbauen? Möglicherweise gibt es einen Versuch, bei dem sich ein Methodenvergleich anbieten würde. Dann könntest du 2 Methoden aus Papern vergleichen lassen. Diese könnten später auch im Labor durchgeführt und gegenübergestellt werden. Gibt es die Möglichkeit, ein Experiment mal selbst oder im Team planen zu lassen? Dann können deine Studierenden beispielsweise im Vorfeld selbst Hypothesen aufstellen. Alternativ könnten Variablen herausgearbeitet werden, die sie während der Durchführung des Versuchs verändern können. Schauen wir uns die Zeit im Labor an. Es geht darum, spezifische Arbeitstechniken zu erwerben, mit Geräten sorgfältig umzugehen und Materialeigenschaften und Änderungen haptisch zu erfassen. Natürlich dürfen die Sicherheitsaspekte nicht außer Acht gelassen werden. Auch die Dokumentation und der Umgang mit Fehlern fallen in diesen Bereich. Häufig liegt bei Laborpraktika der Fokus genau auf dieser Phase. Allerdings meistens in folgende Richtung. Deine Studierenden können erklären, wie dieses oder jenes hergestellt wird oder können Methoden benennen, um. Als Grundlage sind solche Ziele gut. Allerdings sind wir hier wieder bei dem Thema, ein Praktikum kann mehr.
Deine Studierenden können Methoden benennen, um Folgendes zu tun, und können diese anwenden. Vielleicht können deine Studierenden Methoden sogar in unterschiedlichen Kontexten anwenden oder geeignete Methoden auswählen und diese anwenden. Die zentrale Frage sollte für dich immer sein, was sollen meine Studierenden können und welche Kompetenzen können sie vielleicht nur im Labor erwerben? Als letztes betrachten wir die Nachbereitungsphase. Hier werden Kompetenzen wie korrektes wissenschaftliches Auswerten und Fehlerrechnungen verlangt. Aber auch Visualisieren und Interpretieren von Daten bis hin zur Präsentation der Ergebnisse sind wichtige Aspekte. Diese Kompetenzen werden meistens in Form eines Protokolls abgedeckt. Aber du kannst auch variieren und dir überlegen, was ist zwingend in meinem wissenschaftlichen Alltag notwendig. Sind in deinem Feld vor allem Visualisierungen von Daten in Form von Postern oder Präsentationen zentral? Oder ist eher die schriftliche Aufbereitung der Ergebnisse relevant? Der Forschungszyklus kann uns eine Inspiration geben, welche Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeitskontext von großer Bedeutung sind und in einem Laborpraktikum gut geübt werden können. Gerade bei der Konzeptionierung und der Definition der Lernergebnisse kann es sich lohnen, sich diesen Prozess genauer anzusehen. Dies kann dir helfen, auch Kompetenzen zu berücksichtigen, die auf den ersten Blick über die eigentliche Arbeit im Labor hinausgehen.